Crossworks ist eine junge Firma, die nicht nur einen Firmensitz in Deutschland hat, sondern ihre Bikes auch in Deutschland schweißt. Und mit dem Crossworks Lite 290 checken wir, wie konkurrenzfähig Mountainbikes aus Deutschland überhaupt noch sind. Weit über 90% aller Mountainbike-Rahmen kommen aus Asien. Niedrige Löhne und etablierte Fertigungsstraßen in großen Produktionsstätten sind verlockend für die Industrie. Wer als Hersteller eine Großserie an Rahmen in Asien in Auftrag gibt, bekommt exzellente Qualität zum guten Preis. Aluminiumrahmen von Firmen wie Giant, Specialized Merida oder Cube bieten auf der qualitativen Ebene kaum Angriffsfläche für Kritik. Und dennoch gibt es viele Biker, die sich einen Mountainbike-Rahmen aus Europa wünschen. Crossworks kennt die Bedürfnisse der Szene und will diese mit in Deutschland gefertigten Rahmen befriedigen. Anstelle von asiatischer Großserienfertigung gibt es hier handwerklichen Rahmenbau in kleinen Batches. Bis aus den Alurohren und Frästeilen so ein Rahmen wie hier hinter mir wird in Rudolstadt, Thüringen 4 Stunden am Schweißbrenner gewerkelt. Dadurch, dass von der Entwicklung über den Prototypenbau bis zur finalen Fertigung und dem Vertrieb oder dem Marketing alles von einem kleinen Team vor Ort erledigt wird, ist die Firma hochflexibel. So können nicht nur individuelle Ausstattungen realisiert werden, sondern auch der Wunsch nach Custom-Lackierungen oder sogar individuelle Geometriewünsche umgesetzt werden. Wer sich einen längeren Hauptrahmen oder ein kürzeres Steuerrohr wünscht, kann das bei Crossworks umsetzen lassen. Was dagegen unveränderbar ist, ist der Hinterbau. Hier setzt Crossworks auf ein eingelenkiges System. Mit dem Umlenkhebel, der knapp über dem Tretlager liegt, lässt sich die Anlenkung des Hinterbaus deutlich besser steuern als mit einer direkten Ansteuerung, wie man das zum Beispiel von Bikes wie Orange kennt. Und dass hier bei der Entwicklung jemand mit Fingerspitzengefühl am Werk war, merkt man auch auf dem Trail. Früher waren Eingelenker oft in dem Verruf, dass sie eine schlechte Hinterbau-Performance hatten. Aber immer mehr Hersteller gehen auf so ein System. Selbst große Firmen wie Specialized setzen ihr Flaggschiff, das Stumpjumper, Carbon auf dem eingelenkigen Hinterbau auf. Und auch hier mit dem modernen Ansatz mit dem Umlenkhebel sind kaum mehr Nachteile gegenüber dem Viergelenker spürbar. Der Hinterbau funktioniert antriebsneutral. Während dem kompletten Test haben wir den Hebel zum Blockieren des Dämpfers deshalb nicht benutzt. Und auch bergab spricht der Hinterbau, nicht zuletzt wegen der großen Industrielager, auf denen er rotiert, feinfühlig an. Und auch, dass im Heck 10 mm Federweg weniger als an der Front zur Verfügung stehen, hat uns bei diesem Bike nicht gestört. Das Heck harmoniert mit der 34er Fox-Gabel mit 140 mm Federweg sehr gut. Gepaart mit der laufruhigen Geometrie und den Magura-Bremsen, die im Feld wirklich als Anker agieren, schreckt das Bike auch vor gröberen Trails nicht zurück. Bergauf hilft einem der 78 Grad steile Sitzwinkel auch steilste Rampen zu erklimmen, ohne dass man sich die Sattelspitze komplett in den Hintern rammen muss. An flacheren Anstiegen oder auf der Geraden wäre für meinen Geschmack ein etwas flacherer Sitzwinkel aber sogar besser gewesen. Weil so könnte man effizienter in die Pedale treten, um mehr Vortrieb zu generieren. Gerade mit so einem 140 mm Bike will man ja nicht nur zum nächsten Trail-Einstieg hochhecheln, sondern auch mal Touren fahren, bei denen es ums Strecke machen geht. Unser Testbike bringt 14,5 Kilo auf die Waage und das ist nicht unbedingt ein Leichtgewicht. Aber Crossworks bewegt sich da in guter Gesellschaft. Das Raw Chip, das wir hier auf dem Kanal schon getestet haben, kostete über 8.000 € und wog ebenfalls 14,7 Kilo. Wer also ein Alu-Bike in dieser Federwegsklasse will, muss mit einem Gewicht zwischen 14 und 15 Kilo rechnen. Leichter wird es erst, wenn man auf Bikes mit einem Carbonrahmen setzt. Das Cube Stereo 144 zum Beispiel hat ebenfalls 140 mm Federweg an der Front und wiegt unter 13 Kilo. Das ist dann schon ein deutlicher Unterschied. Optisch ist der Rahmen sauber verarbeitet. Die Schweißraupen liegen gleichmäßig über den Knotenpunkten und das Logo im Steuerrohr ist sogar eingefräst. Die großen Industrielager am Hinterbau verteilen den Druck beim Einfedern auf eine große Fläche, was die Langlebigkeit der Lager fördert. Unser Testbike hatte schon, bevor wir es in die Finger bekommen haben, etliche Kilometer auf dem Buckel und dennoch sieht der Lack tipptopp aus. Crossworks hat seine Prozesse im Griff und beweist, dass man für 5.499 € konkurrenzfähige Mountainbikes in Deutschland fertigen kann. Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass es eine kleine Manufaktur schafft, zu dem Preis ein Fox Factory Fahrwerk und eine komplette Shimano XT-Schaltung zu specken. Daran scheitern oft sogar Großvolumenhersteller. Das Gewicht ist mit 14,5 Kilo etwas hoch, geht aber noch in Ordnung. Fahrwerk und Geometrie lassen auf dem Single Trail keine Wünsche offen. Und damit ist das Crossworks Lite 290 eine echte Bereicherung für den Markt. Wer ein Bike sucht, das in Deutschland handgefertigt wird,
hat hier eine Option, bei der man nicht das Bankkonto komplett in den Dispo treiben muss. Und ich persönlich ziehe meinen Hut vor den Jungs, die sich trauen, eine eigene Bikefirma mit Fertigung in Thüringen hochzuziehen. Man merkt den Produkten an, dass die Jungs mit Herzblut bei der Sache sind und nicht nur den Kunden die Scheine aus der Tasche ziehen wollen.